Nee, das sowieso nicht. Wir halten uns so. Ich habe nur gerade noch mal gesehen, in Michigan haben sie auch noch mal Nachbefragungen gemacht. Und das ist vielleicht auch insofern spannend, als dass man da sehen kann, dass bei den jüngeren Wählern und gerade die Generation Z, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen, da hat Trump ganz leicht die Nase vorn. Harris hingegen bei den älteren Wählern. Ist ja auch interessant. Hätte man ja anders erwarten können. Aber gerade in Michigan, im Swing State, auch nicht uninteressant. Die Swing States wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Denn auch wenn Carsten sagt, wir ernähren uns von den Zahlen, wir ernähren uns hier am Tisch, auch für Sie natürlich, mit den Analysen unserer Reporter, die vor Ort sind. Und wir wollen mal schauen. Die spüren das, die sind da ganz nah dran und merken auch, wie spannend es ist. Und wir wollen schauen in einige der Swing States. Wir werden unsere Reporter gleich noch mal eingeblendet im Bild sehen und wollen anfangen in North Carolina mit Nele Würzbach. Nele, was nimmst du im Moment wahr? Wohin schwingt das Pendel bei dir? Gibt es Handfestes außer Wahrnehmung? Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren wir ein bisschen überrascht davon, dass Kamala Harris führt. Das hat sich mittlerweile gedreht. Donald Trump mit so ungefähr 190.000 Stimmen. Und hier sind so 65% der Wahlzettel ausgezählt. Interessant ist, wenn man auf die Landkarte von North Carolina schaut, desto weiter man in den Westen geht, desto republikanischer wird das. Und das war jetzt in den letzten Tagen schon eine Sorge der Demokraten, denn der Hurricane Helene, der hat auch den Westen dieses Bundesstaats hart getroffen. Ganze Ortschaften, die weggespült worden waren, also die jetzt wirklich nicht mehr bewohnbar sind. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat Donald Trump viele Falschinformationen, Desinformationen verbreitet. Selbst aus seiner eigenen Partei wurde er immer wieder korrigiert. Es ging da vor allem um die Hilfswerke und die Hilfsgelder. Und die Demokraten hatten schon die Befürchtung, dass man diese Falschinformationen nicht mehr aus dem Weg räumen kann, dass die Menschen da einfach jetzt schon zu sehr dran glauben, dass man lieber Geld beispielsweise für Migranten ausgeben würde, als für die Menschen, die dort Hilfe brauchen. Ja, und jetzt ist genau in den Regionen Donald Trump extra stark. Hier sieht man aber auch wieder beispielsweise hier in der Hauptstadt komplett blau gefärbt auf der Karte. Also der große Unterschied zwischen Stadt und Land, der zeichnet sich hier ab. Aber es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war es ja noch andersrum. 190.000 Stimmen, das ist sicherlich noch nichts, was den sicheren Sieg für Donald Trump verspricht. Nele, danke dir erstmal für den Moment. Es bleibt also spannend in North Carolina. Hätte ich natürlich auch noch drauf eingehen können, aber wahrscheinlich hätte ich dann die nächste halbe Stunde geredet, wenn ich all die Zahlen genommen hätte, die wir jetzt alle zusammen haben. Wir wollen deshalb nach Pennsylvania gehen, zu Ibrahim. Ibrahim, ich habe dich ja schon angekündigt. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber diese Countys dort, die zeigen ja auch die Zerrissenheit in Pennsylvania, oder? Absolut, Carsten. Kopf-an-Kopf-Rennen, besser kann man es wirklich gerade nicht beschreiben. Es sind etwa 40% der Stimmen bislang ausgezählt und es sah am Anfang nach einem relativ klaren Vorsprung für Kamala Harris aus. Aber jetzt kommen immer mehr auch Stimmen von den ländlichen Regionen rein, also nicht nur von den Städten, wo die Demokraten stark sind. Und gerade eben ist dann Trump sogar mal leicht in Führung gegangen. Das pendelt sich natürlich jetzt immer mal in die eine, mal in die andere Richtung. Aber es zeigt natürlich schon eine Tendenz. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das wird sich sehr wahrscheinlich bis tief in den Morgen weiterziehen. Und ich bin hier gerade in Philadelphia auf einer Party der Republikaner. Das findet übrigens in einem schwäbischen Kulturverein statt. Cannstatter Volksfest nennen sie das hier. Sie trinken auch Bier, es gibt hier Deutschlandflaggen und alle gucken ganz gespannt natürlich Fox News auf den Bildschirm. Immer wieder ist ja auch Jubel ausgebrochen in den letzten Stunden. Und sie hoffen natürlich, dass vor allem auch hier in Philadelphia, was ja vor allem demokratisch geprägt ist, der Vorsprung der Demokraten nicht so groß ist. Ein Verantwortlicher hat mir gesagt, ihr Deutschen spielt doch so gerne Fußball. Wir wollen hier nicht 0:5 verlieren, wir wollen hier nur 0:3 verlieren. Dann haben wir gute Chancen, Pennsylvania zu gewinnen. Ibrahim, für den Moment erst einmal Dankeschön. Und wir schauen weiter nach Wisconsin zu Isabel Finzel. Auch dort die Wahllokale mittlerweile geschlossen. Die Auszählung läuft. Gibt es Tendenzen? Was hast du an Zahlen parat?
Ja, tatsächlich. Carsten hat ja gerade schon über Wisconsin geredet. Eine klare Tendenz, die gibt es hier letzten Endes auch noch nicht. Ich bin aktuell hier auf einer Wahlparty der Demokraten. Es fanden ja neben der Präsidentschaftswahl auch lokale Wahlen statt. Und hier verfolgt man natürlich ganz intensiv auch diese Ergebnisse. Und ich habe mich mit einigen Menschen hier unterhalten können. Hier steigt langsam aber sicher die Nervosität. Das sagen viele. Also Anspannung liegt hier doch durchaus in der Luft. Also man macht sich doch auch schon Sorgen, dass möglicherweise Donald Trump am Ende vorne liegen könnte. Aber noch ist nichts entschieden. Noch gibt es auch noch keine großen Überraschungen, heißt es hier. Ja, Wisconsin hat Donald Trump damals 2016 für sich entschieden, aber das auch denkbar knapp. Also da lag er nicht mal um 1 Prozentpunkt vor Hillary Clinton. 2020 dann hat Joe Biden diese Wahl für sich entschieden, aber ähnlich knapp. Also da reden wir wirklich von 20.000 Stimmen Vorsprung. Und ja, auch diesmal dürfte es ein sehr enges Rennen oder könnte es ein sehr enges Rennen hier in Wisconsin am Ende werden. Isabel, du wirst das Ganze natürlich beobachten und 3 Counties stehen ja für Wisconsin, die sogenannten Wow-Counties. Und